Jetpack Compose erfreut sich großer Beliebtheit bei allen Entwicklern. Aber wie fängt man als Neueinsteiger denn am besten an, Jetpack Compose zu lernen? Heute lernen wir gemeinsam mal die Grundlagen von Jetpack Compose kennen. Dazu gebe ich euch immer eine kurze Aufgabenbeschreibung und zeige euch ein Stück Compose-Code dazu. Im Anschluss baut ihr das Feature dann fertig. Aber keine Sorge, ich gebe euch immer genügend Tipps und Hinweise, wie ihr auch selber auf die Lösung kommen könnt. Euer Ergebnis könnt ihr jederzeit mit der Preview in Android Studio kontrollieren. Alle Aufgaben und das zugehörige GitHub-Repo findet ihr unten in der Videobeschreibung. In Android-Apps finden wir immer jede Menge Text. Und den zeigen wir in Jetpack Compose wenig überraschend mit dem sogenannten Text Composable an. Ich habe hier mein Text Composable und gebe einfach einen Text rein. Und nun solltet ihr den Text auch schon in euer Android Studio Preview sehen können. Jetzt die erste Aufgabe für euch. Wie kann ich denn nun einen String aus einer Textressource mir anzeigen lassen in Jetpack Compose? Ihr findet in eurem Projekt einen Text in einer Textressource und eure Aufgabe ist es, diesen nun anzuzeigen in eurem Text Composable. Nutzt den Text aus der String-Ressource anstelle des jetzigen Textes. Ein Tipp: Compose bietet für fast jede Art von XML-Ressource eine Funktion an, damit ihr diese in Jetpack Compose einbinden und nutzen könnt. Aufgabe für euch: Findet heraus, welche ihr hier braucht. Dein Ergebnis sollte am Ende etwa so wie hier in der Preview aussehen. Als nächstes wollen wir ein hübsches Bild mit einfügen. Ein passendes Bild habe ich euch bereits in den Ressourcen des App-Projekts abgelegt mit dem Namen Profile Picture. Eure Aufgabe: Findet selbst heraus, welches Composable brauche ich denn, um mir das Bild anzuzeigen, und welche Funktion brauche ich, um das auch wirklich aus den Ressourcen zu laden. Erinnert euch, wie ihr den Text aus den Ressourcen geladen habt? Sucht mal nach der vergleichbaren Methode, wie ihr ein Bild laden könnt. Mit dem neuen Bild sollte euer Preview ungefähr so aussehen. Ah hoppla! Wo ist denn jetzt unser Text hin? Jetzt sehen wir nur noch unser Bild. Lass uns das gleich fixen. Nachdem wir unser Bild eingefügt haben, ist unser Text nun nicht mehr sichtbar. Das liegt daran, dass wir Compose noch nicht mitgeteilt haben, wie wir diese beiden Elemente zueinander layouten möchten. Ohne diese Information bildet Compose diese in der gleichen Layout-Hierarchie zueinander ab und rendert sie einfach übereinander. Mit dem Motto Last wins. Das letzte Element wird an der gleichen Stelle über dem vorherigen Element gerendert und dann sehen wir halt unseren Text leider nicht mehr, denn unser Bild ist etwas größer. Um nun beide Elemente untereinander anzuordnen, brauchen wir ein sogenanntes Layout Composable. Und zwar eine Column, da wir die beiden Elemente untereinander anordnen möchten. Wir schreiben also hier ein Column und fügen unsere beiden Elemente dort drin ein. Nun sehen wir unsere beiden Elemente wieder untereinander. Nun wieder die Aufgabe für euch. Wir wollen, dass der Text unterhalb des Bilds gerendert wird und nicht oberhalb. Denkt daran, was wir gerade gelernt haben. Compose rendert alle Elemente immer in einer gewissen Reihenfolge. Versucht das mal hier in diesem Fall anzuwenden. Und zusätzlich möchten wir auch, dass unser Text zentriert unter dem Bild angezeigt wird und nicht mehr linksbündig, so wie es jetzt der Fall ist. Dazu ein Tipp: Schaut euch mal die API von dem Layout Composable, der Column, das wir gerade verwendet haben, und spielt mal mit den Eingabeparametern darum. Überlegt, welches davon könnte denn der passende für diesen Use Case sein. Am Ende sollte euer Ergebnis ungefähr so aussehen. Jetzt sieht das Ganze schon ganz okay aus. Aber wir können mit ein bisschen Feinschliff unsere UI noch ansprechender machen an der Stelle. Wir wollen das Bild noch harmonischer in Zusammenhang mit dem Text darstellen. Das ist unser Zielbild, das wir erreichen wollen. Analysieren wir mal das Zielbild. Wir möchten, dass das Bild
insgesamt etwas kleiner angezeigt wird im Vergleich zum Text. Wir möchten einen Abstand haben zu unseren Screen Bounds an der Seite und dem Ganzen auch noch abgerundete Ecken verpassen, damit das Ganze optischer ein bisschen schicker aussieht. Und nun die Frage, wie bringen wir das unserem Image Composable denn eigentlich am besten bei? Wenn wir uns die API von dem Image Composable mal genauer anschauen, dann sehen wir auf Anhieb nicht, wie wir das Ganze hier unterbringen können, unsere Anforderungen. Dafür fällt euch vielleicht ein nichtssagender Parameter namens Modifier auf. Genau diesen Modifier-Parameter werden wir benutzen, um unser gewünschtes Styling zu erreichen. Dem Modifier-Parameter übergeben wir einen Modifier. Und erstmal ist noch überhaupt nichts passiert. Und dieses Modifier-Objekt sieht erstmal unscheinbar aus und die Magie, die dahinter steckt, wird uns aber zu unserem gewünschten Styling führen. Wenn ihr mal in die Autovervollständigung der IDE schaut, dann findet ihr hier nämlich die Funktionen, mit der wir unser Styling erreichen können. Und das machen wir doch mal zusammen. Wir setzen hier einfach eine gewünschte Größe für unser Bild, ein Padding zu allen Seiten und verpassen dem Ganzen noch ein Clipping, eine Shape mit runden Ecken. Und jetzt sieht das Ganze schon viel ansprechender aus als vorher und alles, was wir tun mussten, war diesen Modifier zu verwenden. Zugegeben, hier machen wir jetzt gerade einen großen Sprung in der Lernkurve. Ihr werdet vielleicht nicht auf Anhieb zum gleichen Ergebnis kommen, wenn ihr damit rumspielt. Aber versprochen, im nächsten Video machen wir an der Stelle weiter und mit Übung kommt ihr auch dahinter, wie man diesen Modifier am besten verwendet. Ihr habt heute die grundlegenden Dinge über Compose kennengelernt. Wie werden Texte und Bilder angezeigt? Wie kann ich Elemente hierarchisch zueinander positionieren mit Hilfe von Layout Composables? Wie kann ich UI-Elemente durch Modifier individuell stylen? Eure Aufgabe: spielt mit dem Gelernten doch jetzt mal auf eigene Faust herum. Stellt mehrere Texte und Bilder in einem Layout Composable dar. Haltet dabei auch mal Ausschau nach anderen Layout Composables als eine Column. Wie unterscheiden sie sich von einer Column? Experimentiert mit den einzelnen Modifier-Funktionen herum und versucht mal den Unterschied zu verstehen, was denn die einzelnen Funktionen eigentlich tun und für ein Ergebnis zur Folge haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.